Welche Rolle spielt das Unterbewusstsein bei Hauterkrankungen? Wenn Sie sich damit beschäftigen, was Ihr Unterbewusstsein wirklich für eine Macht hat, können Sie in Bezug auf Ihre Erkrankung bestimmte neue Wege gehen. Sie können sich zusätzlich unterstützen. All das, was da unbewusst passiert oder was unbewusst abgespeichert ist, was unbewusst da ist, hat eine Auswirkung auf uns und drückt sich in unserem Leben aus. Dadurch erschaffen wir quasi Realität. Dadurch erschaffen wir Erlebnisse. Ob das nun innere oder äußere physische Erlebnisse sind. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, wie stark sich das, was unbewusst da ist, auf Ihren Hautgesundheitszustand auswirken kann. Mal angenommen, Sie kaufen sich eine Creme und diese Creme hilft Ihnen nicht. Sie bemerken keine Verbesserung. Jetzt kaufen Sie eine andere Creme und sind voller Hoffnung und wollen unbedingt, dass diese Creme jetzt endlich hilft und dass es endlich weggeht. Und die hilft aber auch nicht. Und dann geht das so weiter und Sie kaufen sich die 3., 4., 5., fragen noch hier und da nach Tipps, was jemand anderes ausprobiert hat. Und keine Creme hilft. Jetzt haben Sie mehrfach diese Erfahrung gemacht. Was wird, wir haben ja gelernt, durch eine Erfahrung, die auf einem Gefühl basiert, zum Beispiel Enttäuschung oder in dem Fall auch Trauer, wenn man tiefer geht, wird eine Interpretation, ein Glaube, eine Bedeutung abgespeichert. Was könnte hier jetzt für eine Interpretation entstehen? Cremes helfen nicht bei meiner Erkrankung. Und das Spannende ist jetzt, wenn Sie das unbewusst abgespeichert haben, dann hat man herausgefunden in vielen verschiedenen Studien, dass das die Wirkkraft des Wirkstoffes beeinflusst. Wenn Sie unbewusst abgespeichert haben, Cremes helfen mir nicht, dann beeinflussen Sie damit die Wirkkraft. Das, was Sie aber machen können, ist, sich in Ihrem Alltag zu beobachten und zu gucken, wo sind unbewusste Muster. Auf das Thema Hauterkrankungen bezogen, würde ich Ihnen empfehlen, sich Ihre Kontakte anzuschauen. Das Thema Kontakt, wir hatten das schon mal, Kontakt zu mir, aber auch zu anderen. Ja? Bei Neurodermitis zum Beispiel ist es häufig so, dass es ja auch eine generationale Komponente hat, dass Sie es oftmals mehrmals in der Familie finden. Schauen Sie sich Ihre Familie an, beobachten Sie Ihre Familie, ohne zu bewerten, ja, ohne zu verurteilen, sondern einfach neutral. Welche Muster treten da auf in Bezug auf Kontakt? Wir dürfen nicht vergessen, dass die Haut unser größtes Organ ist, eine Schutzfunktion hat und die Kontaktstelle zur Umwelt ist. Und sehr, sehr wichtige Informationen an alle Bereiche in uns weitergibt. Das heißt, ich kann mir aus einer psychischen Perspektive anschauen, wie ist der Kontakt in meinem Leben? Habe ich eine sehr ängstliche Mama? Habe ich eine offene Mama? Ist Oma, die vielleicht auch Neurodermitis hatte, ist die ängstlich? Ist die offen? Ja, verstellt die sich, schämt die sich oft oder zeigt die sich? Oder hat Oma vielleicht gelernt, dass Mädchen immer lieb sein müssen und ihre Gefühle nicht ausdrücken dürfen und schon gar nicht wütend sein dürfen und drückt diese Wut nach innen, anstatt sie zu leben? Das ist sehr interessant, können Sie mal drüber nachdenken, weil wenn ich das nach innen drücke, dann muss es ja, wenn es immer mehr wird, irgendwann raus, oder? Und jetzt ist es bei dem einen so, dass er anfängt, psychisch durchzudrehen, zu schreien und auszurasten oder Panik zu bekommen. Bei dem anderen so ist, dass der Körper anfängt durchzudrehen und das auszudrücken. Hier geht es viel mehr darum, herauszufinden und zu identifizieren, wo sind unbewusste Muster und Programme in meinem Leben, die im Endeffekt einen Stress oder eine Angst in mir erzeugen, ja, die mir vielleicht irgendwann mal dienlich waren oder die ich vererbt bekommen habe, die der Generation vor mir dienlich war, weil die noch viel, viel mehr Angst und Gefahr erlebt haben, aber die ich heute nicht mehr brauche. Ja, das ist der erste Schritt, dass Sie da mal schauen, was ist
Was ist destruktiv da? Was kann ich erkennen?